Ja, Glück auf, liebe Aktionäre und BDC-Freunde, denn schon wieder ein BDC, noch ein BDC. FSKKR, Krisen-BDC, deswegen habe ich mein BDC ist King-T-Shirt auch nicht angezogen, weil hier kann man das dann in Frage stellen. An sich war es mal der zweitgrößte BDC, jetzt ist er nach dem letzten Merger, glaube ich, von Blue Owl überholt worden. Trotzdem sind das zwei bekannte Investmentfirmen, FS Credit und KKR. Die sind ja auch weltweit aktiv, die als Manager sozusagen hier diesem ja auch schon früher etwas schwächelnden BDC zur Seite gestanden sind. Nun wurde aber doch deutlich, kam im letzten Earnings Call raus, die Dividende wird dieses Jahr noch so bezahlt wie immer und wird dann jetzt neu bekannt gegeben werden und wird dann in gekürzter Weise in 2026 bezahlt. Wie man sich denken kann, hat das den Kurs von dem BDC nicht gerade beflügelt. Das werden wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Ich selber habe davon keine Anteile. Ich hatte mal welche, habe ich auch Geld mit verdient. War lange Zeit bei mir 1000 Stück, ich glaube in Pari mit Ares Capital. Und irgendwann bin ich da aber rausgegangen, weil die Zahlen immer schlechter wurden. Auch wenn die Dividende immer noch sehr hoch war. Aber so, das wirkte dann schon ein bisschen gruselig und deswegen ist die Ankündigung, die Dividende zu kürzen, für diejenigen, die sich mit dem BDC beschäftigt hatten, war das auch keine Überraschung, sage ich jetzt mal. So meine Meinung. Kursverlauf hier, ja, das ist so eine Trumpsche Zollpolitik, da ging es eigentlich wieder gut hoch. Ankündigung mit den Q2-Zahlen, ja. Äh, Erster Schritt runter, also immerhin 30% Kursverlust. Dann Kreditrisiken und so weiter. Diskussion Rom ist weiter runter. Im Tiefpunkt waren wir jetzt hier bei 14 Dollar. Also noch nicht die Hälfte, aber doch 40% bestimmt unter dem Höchststand, den wir hier hatten. Das waren ja keine 28, sondern 24, aber immerhin, das ist schon ganz schön runtergekommen. Vielleicht ist das jetzt auch wieder ein Wert, den man kaufen kann. Aber wie sieht die neue Dividende aus? Was kann ich da für Meinungen zu sammeln? Müssen wir uns jetzt mal die Zahlen auch anschauen. Ist die gesichert oder ist das hier auf einer Talfahrt ins Nichts, ins Nirgendwo? Ähm, Was sagt uns Seeking Alpha dazu? Ach, hier habe ich mir gerade mal angeschaut. Total Performance von FSK, S&P 500 und Ares über 3 Jahre. Und da lag Ares meistens vorne. Es gab aber auch mal hier eine Phase, wo FSK vorne lag. Und eben mit der Bekanntgabe ist man jetzt hier endgültig nach unten gelaufen, hat dann über 3 Jahre 19% Rendite erwirtschaftet. Ja, ist jetzt trotzdem nicht so schlecht. Bei Ares wären es 37 und beim S&P 78. Aber immerhin bis Mitte des Jahres hat Ares also durchaus ja auch noch mit dem S&P mithalten können. Aber im Moment diese Kredit-Crunches, die wir da sehen, nee, ich nehme es mal zurück, das ist ja FSK hat mithalten können. Ares ist hier Ares ist doch violett, oder? Ja, genau. Ist ja schon vorher ein bisschen drunter gefallen eigentlich. Steady Growth, aber eben nicht immer so ein bisschen zurück gegen den S&P. War aber jetzt gar nicht das Thema, hatte ich mir nochmal angeschaut. Jetzt gucken wir nochmal hier auf das Summary und die Rating-Meinung. Warum dauert das wieder so lange? Gibt es eine Hold-Rating von den Seeking Alpha Analysten knapp so an der Grenze zum Kauf. Wall Street ist da mit 3,18 ein bisschen negativer. Short Interest 2%, ist unerheblich. Rendite 18% auf die alte Dividende 2,80, die ist jetzt aber schon laut Verlautbarung, wird die jetzt gekürzt. Also, aber es wird diese hohe Dividende noch, also von 2,80 im Jahr, 70 Cent im Quartal, wird in Q4 nochmal ausgezahlt. Insofern ist es korrekt, dass hier eine 2,80 noch steht. Aber ab nächsten Jahr wird es dann ein bisschen weniger werden. Gleichzeitig täuscht das eben über die Rendite, die man jetzt hier hat. Ja, hier gibt es auch mal zwei Buy-Ratings jetzt, dreht so ein bisschen die Meinung, einfach weil die Kurse jetzt auch so weit unten sind. Wie hat es denn hier überhaupt in 5 Tagen auf den Kurs reagiert oder auf die Ankündigung? Erstmal im Kurssprung. Also Dividendenkürzung wird angekündigt, Kurs springt nach oben. Das hängt aber eben damit zusammen, dass die Dividendenkürzung an sich ja schon bekannt war, sondern jetzt die Höhe der Dividende, wie sie ab 2026 erfolgt, bekannt gegeben wurde. Und das war nicht so schlimm, wie es vielleicht manche befürchtet haben. Ah, hier einer mit Cell und der nächste mit Strong Buy, nur 2 Wochen auseinander. Also die Meinungen sind da sehr schwankend und haben wir auch das komplette Portfolio hier von Strong Buy zweimal kaufen, dreimal halten, einmal verkaufen
Und bei den Wall Street Analysten, den 11, die sagen doch im Schwerpunkt, ja, erstmal abwarten, Tee trinken. Gut, schauen wir in die Zahlen hinein, sonst werden wir da nicht klüger. Und da wollten wir jetzt gerade nicht hingucken, sondern hierhin. Da haben wir die Q3-Zahlen. Ja, nichts vorbereitet hier. Jetzt veröffentlicht. Der Rückblick, ich schaue nochmal immer mit einem Auge hier auf die Formeln, das sieht aber alles ganz gut aus. So, Investmentvolumen, Schrumpf. Zweimal geschrumpft von Q2 auf versus Q1 und von Q3 auf Q, auch ein Rückgang. Immerhin um 200 Millionen. Andere BDCs, die hat jetzt gerade Fidus gemacht, die wären froh, wenn sie 200 Millionen Zuwachs in einem Quartal hätten, dann wäre das eine Sensation. Es ist halt ein etwas größerer BDC, da kommen jetzt schon mal größere Beträge auch als Change sozusagen, von daher sind da die relativen Veränderungen wichtig, sonst ist man sehr beeindruckt. Klar, von Q4 auf Q1, da hatte ich schon gedacht, jetzt geht's aufwärts, aber letztlich ist man ja jetzt schon wieder unter dem Stand des Vorjahres. Nicht so sehr beeindruckend. Höchststände waren hier mal 15, 16 Milliarden, also das Investmentportfolio ist schon ganz schön geschrumpft. Hier 2020 gab es dann auch eine Merger-Situation in 2021. Gut. Anzahl hat leicht zugenommen, man hat wieder ein bisschen breiter gestreut, kleinere Investments, was nicht verkehrt ist. Man hatte doch hier sehr große Positionen drin. Wenn der Durchschnitt bei 70 liegt, dann gab es sicherlich Positionen mit 100 oder 200 Millionen im Portfolio. Und ja, große Positionen, wenn die dann mal ausfallen, dann kracht es halt richtig im Gebälk. Also insofern breiter diversifizieren. Ares hat einen größeren Investmentbestand und hat doppelt so viele Unternehmen hier drin. Also ich denke, FSKKR muss da auch weiterhin auf Diversifikation hier achten. Cashbestand ist halt auch ein großer BDC. Die 100 Millionen sind hier schon fast der Tiefpunkt. Und wie gesagt, das wären für viele andere BDCs, wäre das ein absolut riesen Cashbestand. Für die ist das jetzt hier der kleinste. So, insgesamt ist ist die Bilanzsumme um 4,7% geschrumpft. Das finde ich ganz gut. Wenn das Investmentvolumen schrumpft, dann will ich auch eine schrumpfende Gesamtsumme hier im Aktiv- und Passivbestand sehen. Denn dann muss ja auch ein bisschen was auf der Finanzierungsseite passiert sein. Und das ist es auch. Wir haben hier jetzt nochmal einen Rückschritt auf 7,75. Das liegt schon wieder immer noch über dem Vorjahr. Ist auch nicht. Also es ist auch, sagen wir mal, der Schritt von Q2 auf Q3 hier im Fremdkapital, der ist schon ganz gut, 8% wieder geschrumpft, aber man hat noch nicht wieder das Niveau des Vorjahres mit 7,6 Millionen hier erreicht. Ja, Eigenkapital, man kann natürlich jetzt keine neuen Aktien begeben, von daher würde ich sagen, das ist jetzt gar nicht so schlecht, 6,14 auf 6,15, 0,3% gestiegen. Müssen wir jetzt gucken, wie hoch ist der Gewinn, wie war die Dividende. Vielleicht konnte man auch noch neue Aktien Anfang Juli begeben. Da war das nämlich noch nicht bekannt mit der Dividendenkürzung. Und das zählt ja auch noch in Q3 dann hinein. Müssen wir mal gucken, ob sich die Anzahl der Aktien auch erhöht hat. Eigenkapitalquote 44,3 ist wieder ein bisschen besser als die 42,1. Natürlich ist jetzt in Q4 auch nochmal Druck drauf, weil man aus irgendeinem mir unerfindlichen Grund nicht sofort die Dividende gekürzt hat, sondern der Meinung war, man kann die in Q3 und Q4 noch in voller Höhe ausbezahlen. Ja, kommen wir auf die Einnahmesituation. Wir haben jetzt also nach den schönen Einnahmen des Vorquartals jetzt noch 319 Millionen. Das ist, sagen wir mal, historisch gesehen gar nicht schlecht und liegt ja doch deutlich über Vorjahr. Auch wenn ich die 3 hier addiere, liege ich über Vorjahr. Was die Zinseinnahmen angeht, hier habe ich jetzt noch, das ist jetzt hier ein bisschen anders aufgeteilt als bei vielen anderen BDCs. Hier unten steht Payment in Kind und das 50 Millionen alleine Payment in Kind ist schon heftig. 160 Millionen. Ich hoffe, das ist auch richtig, weil sich hier ein bisschen was geändert hat. Würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Vielleicht standen früher die Dividenden hier noch mit dabei und ich habe das dann irgendwann mal umgestellt, weil die es auch in ihrer Darstellung verändert haben. Oder keine Ahnung, kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Dann schauen wir mal lieber auf die Gesamteinnahmen, denn die sind immer vergleichbar. Da sehen wir einen Rückschritt von Q1 über Q2 nach Q3. Das ist normal. Wir haben letztlich jetzt hier eine Verzinsung auf den Portfoliobestand von 11%, weil man vorher 1,5% höher.
das ist auch nicht ungewöhnlich und auch bei vielen BDCs zu beobachten. Also hier würde ich sagen, relativ gesehen scheint das noch in Ordnung zu sein. Dass das Portfolio jetzt nicht gewachsen ist nicht so schön. Da hätte ich jetzt lieber Wachstum gesehen. Die Verzinsung an sich ist okay mit 11%. Zinsausgaben sind geschrumpft gegenüber Q2 um 7%, finde ich auch gut. Haben wir aber ja auch gesehen, dass die Ausleihungen hier um 8% geschrumpft sind. Also die Zinszahlungen für Fremdmittel sind auch geschrumpft und auch die Relation von den Zinsen gemessen am mittleren Liabilities, also Ausleihungsbestand, auch 0,2% hier gesunken. Das ist auch okay. Prozentpunkte, sagt man dann richtigerweise. Auch ein Rückgang. Ob das durchzuhalten ist, weiß ich nicht. Es wäre zu hoffen, dass wir hier auch weiterhin ein etwas niedriges Niveau, es liegt ja immer noch über Vorjahr. Also müssten eigentlich durch Refinanzierung müsste erreicht werden, dass man hier unter die 5,5 kommt jetzt, wenn man vorher bei 5,5 war. Man hat natürlich auch ein bisschen Standing vielleicht auch verloren. Und das kommt dann dahin, dass man auch, wenn man Notes begibt oder so, dass man dann auch etwas höhere Zinsen bieten muss, wenn man eben nicht mehr unter den Top-BDCs ist, sondern seine Dividende kürzen muss. Dann wollen die Anleger, die Notes kaufen, die unbesichert sind, auch höhere Zinsen haben. Andere Ausgaben knapp 100 Millionen, ja, so ein bisschen zurückgegangen, aber das hängt ja auch am Investmentvolumen. Liegt ein bisschen unter Vorjahr, okay. Wie gesagt, das werden wir uns im BDC-Vergleich dann nochmal ein bisschen näher anschauen. Ja, dann kommen wir zum Net Investment Income. Rückwärts alle drei hochgerechnet 15% unter Vorjahr. Hier sehen wir jetzt also wirklich schon die knallharten Auswirkungen. Wir hatten im letzten Jahr schon 9%. Also der Höhepunkt war hier, was die Einnahmen, also das Net Investment Income sozusagen, was übrig bleibt, angeht, nicht 2024, sondern schon 2023. Das haben wir ja auch schon im Asset-Bestand gesehen, dass der schon abgeschrumpft ist. Und das geht auch so weiter. Wir werden nochmal 15% jetzt verlieren in diesem Jahr. Und Q3 ist eben nochmal deutlich schlechter als Q1 und Q2. Wenn ich das jetzt mal weiterspinne, dann kommen eben auch nicht nochmal 159 dazu. Dann werden wir sogar 20% Rückgang im NII gegenüber Vorjahr hier sehen. Es wird damit einer der schlechteren BDCs sein. Nun ja, es ist jetzt auch nicht so überraschend, weil wir ja auch eine Dividendenkürzung hier angedeutet bekommen haben. Ist jetzt eigentlich auch schon, hat sich schon realisiert. Bewertungsänderungen nach den schrecklichen 380 Millionen des Vorquartals kann uns jetzt eigentlich gar nichts mehr schrecken. Wir hatten im ganzen letzten Jahr 228 Millionen. Das heißt, man hat hier ordentlich üble Kredite. Schau sich das bitte an. 700 Millionen wegkorrigiert, 200 Millionen, nochmal 200 Millionen. So, jetzt addiere ich das. Dann sind wir nochmal bei 300 Millionen in 2025. Oh, holy shit. Also man hat hier ordentlich schlechte Kredite, die man immer nach und nach rausnimmt und damit verschwindet der gesamte, jedenfalls auf Jahressicht, der Gewinn des BDCs. Man dürfte eigentlich, wenn man sehr konservativ ist, gar keine Dividende erstmal mehr auszahlen, wenn ich keine Gewinne habe. Naja gut, es sind hier noch 500 Millionen übrig geblieben, hier immerhin auch noch 700 Millionen. Aber es ist eben nun hier 92 Millionen, also ist vom Net Investment Income schon 90% verschwunden. Dieses Quartal war jetzt mal eine Ausnahme. Wir haben also hier einen Zugewinn von durch die Bewertungskorrekturen jetzt nochmal um 55 Millionen. Hier ist vielleicht auch ein bisschen zu viel passiert, was dann nicht so sich materialisiert hat. Und insofern konnte man dann auch wieder Gewinne realisieren auf den Darlehensbestand, aber auch positive Korrekturen durchführen, weil einige Unternehmen sich dann doch besser entwickelt haben, als man in die Zollkrise hinein hier erwartet hat. Von daher sind die 214 Millionen, die sind sicherlich gut, 200 mal 4, da läge man ja auch bei 800, das wäre schon top. 2021 hat man 1,5 Milliarden, hier fehlt der Punkt. Wahnsinn. Ansonsten werden wir dieses Jahr, sagen wir positiv formuliert, vielleicht 300 Millionen kriegen und das wäre dann doch ein heftiger Rückschritt gegenüber Vorjahr. Wäre jetzt so meine Erwartung, das wäre schon positiv. Aktienbestand hat sich seit vielen Jahren nicht verändert. Also dieser Gewinn, der hier ausgewiesen ist, der reicht dann auch, um die
fürstliche Dividende, die wir bekommen, abzudecken. Das sind nämlich 70 Cent gewesen. 70 mal 200 sind 140, 7 mal 8, 56. Dann sind wir so bei 140, also bei 196 Millionen ist die Dividende und 214 überdeckt die Dividende. Denn das ist der Grund, warum hier das Eigenkapital dann doch leicht gewachsen ist. Es ist einfach von den Einnahmen noch genug übrig geblieben, so kann man das sagen. Ja, der Kurs, das hatten wir gesehen hier, 28% Kursverlust, 14,93 am 30.09. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo stehen wir jetzt? 15,23, wir stehen also schon wieder ein bisschen höher. Jetzt gehe ich hier mal auf 6 Monate. Als am 30.09. Wo ist der 30.09.? Hier 14,93 und jetzt sind wir bei 15,23. Da haben wir schon ein bisschen was dazu gewonnen. Der Markt hat ja auch diese neuen Zahlen nicht so schlecht aufgenommen. Das NAV liegt immer noch bei 22 Dollar. Also es sei mal gesagt, wir haben hier einen Abstand, kann man sich ausrechnen, von 6 Dollar, 7 Dollar zum NAV. Das ist jetzt ein bisschen weniger, vielleicht noch 6,50 Dollar. Sagen wir mal großzügig. Das könnte der Grund sein, hier wieder reinzugehen und zu sagen, okay, den riesen Abstand, den wir hier haben, der wird auf Dauer nicht so bleiben, denn der BTC zahlt ja auch weiterhin eine Dividende aus. Wie viel? Ich habe es jetzt ein bisschen spannend gemacht, haben wir noch nicht gesagt. Gewinn pro Aktie waren jetzt 76 Cent, das ist super, da darf man jetzt nicht hingucken aufs Vorquartal. Wenn man 70 Cent Dividende noch ausbezahlt, Net Investment Income 57, das deutet eben schon darauf hin, dass man auch mit der Basisdividende von 64 Cent, die erwirtschaftet man operativ seit 2 Quartalen nicht mehr. Das geht so nicht weiter. Meiner Meinung nach hätte man die Dividende schon in Q3 kürzen müssen und sagen müssen, okay, wir handeln jetzt proaktiv und schieben das nicht nach 2026. So gab es noch die Basisdividende von 64 Cent und eine Sonderdividende von 6 Cent, macht zusammen 70 Cent und die ist jetzt vom Gewinn auch abgedeckt gewesen, längst aber natürlich nicht mehr vom Net Investment Income. Insofern kann man sagen, okay, wir haben aber trotzdem steigenden NAV jetzt gesehen, aber haben hier auch 1,50 Dollar im NAV verloren. Das war schon grottig. Diese NAVs hier von 24, fast 25, hier waren es sogar mal 27 Dollar. Das ist jetzt auch um 6 Dollar runtergesackt innerhalb von 4 Jahren. Ja, dann schauen wir nochmal die Relation. Wir haben jetzt mit dieser hohen Dividende, die jetzt aber gekürzt wird, noch eine Rendite auf den gesunkenen Aktienkurs von 19%. Das bleibt aber nicht so. Wir schauen jetzt nochmal auf den BTC-Vergleich. Wo ist er? Da ist er. Und da gehen wir jetzt hier nach vorne. Da habe ich Ares Capital. Ich glaube, Rang 2 macht jetzt Blue Owl aus und Rang 3 ist dann FSKKR. Die muss man sich jetzt getauscht hier vorstellen. Q2 ist nicht mehr richtig. Wir sind jetzt in Q3 und haben das aber noch nicht abgedatet. Das ist ja furchtbar. Ich mache das jetzt mal hier live on air, weil das geht sehr schnell. Auch in Formen suchen, alle ersetzen, fertig. Gut, jetzt haben wir die neuesten Zahlen hier drin, 13,4 Millionen. Die anderen sind schon auf Q3-Stand. Ja, das ist der einzige von den 3 großen, der sich nicht weiter positiv entwickelt hat. Bad. Der mittlere Assetbestand ist jetzt so leicht am Schrumpfen, das finde ich gut, das muss noch runter. Da müssen mehr Unternehmen rein, da muss mehr Diversifikation rein. Ares macht es vor. Blue Owl gefällt mir im Moment nicht mehr. Mercht sich ja nochmal was dazu. Mehr vom selben sozusagen. Die gehen jetzt genau den umgedrehten Weg und haben weniger Diversifikation in ihrem wachsenden Bestand. Während wir bei FSKKR jetzt mal so ein bisschen die Bewegung hier, aber es ist immerhin 3 Jahre, haben sie mal 18 Millionen mittleren Assetbestand abgenommen. Aber gut, sei es wie es sei, positive Richtung. Eigenkapitalbestand unter 45%, Blue Owl auch, Ares noch so knapp drüber, gar nicht so sehr unterschiedlich. Also rein vom Geschäftsmodell unterscheiden die sich gar nicht so sehr. Der eine hat vielleicht ein bisschen bessere Kreditnehmer als der andere, offensichtlich. Leverage, also bei allen so 1,3, 1,2. Einnahmen auf die Assets, auch nicht sehr unterschiedlich. Da kann FSK durchaus mithalten. Man kauft jetzt ein Net Investment Income von 15% an der Börse, das ist natürlich top, einfach weil der Börsenpreis so niedrig ist. Zinsaufwand an den Einnahmen finde ich auch noch gut, so knapp um die 30 rum,
für so einen BDC, der jetzt in der Krise steckt, das ist noch okay. Ares besser, Blue Owl ist schlechter. Was bleibt von den Einnahmen übrig? Und das, klar, man liegt jetzt hier hinter Blue Owl mit 42%, ne, man liegt vor Blue Owl, Entschuldigung. Man liegt immer noch vor Blue Owl und knapp hinter Ares. Das ist gar nicht so schlecht, was von den Einnahmen als Net Investment übrig bleibt. Das Portfolio könnte halt mal wieder ein bisschen wachsen und dann wäre das Ergebnis wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen. Ja, Preisabstand, Abschlag auf den Buchwert am 30.09. 32%. Jetzt sind wir vielleicht bei 30%, was an sich viel, sehr viel ist. Und ich denke, wenn die den BDC mal in ruhigere Fahrwasser bringen, auch wieder ein bisschen schrumpfen könnte. Hier darf man natürlich trotzdem nicht erwarten, dass wir auf Pari gehen, aber schon eine Schrumpfung auf 20% würde natürlich wäre schon sehr hilfreich für die Aktionäre. Dividendenrendite 19%, das wird aber abnehmen. Trotzdem wird diese hohe Dividende von 2,80 in diesem Jahr bezahlt werden und im nächsten Jahr werden wir dann eine niedrige Dividende sehen. Ja, verdammt, wie groß ist die denn? Kommt gleich. Steigerung war also negativ. Jetzt gucken wir auf die Veröffentlichung. Was sind die Highlights? Was ist bekannt gegeben worden? Also Net Investment Income 57 Cent verglichen mit 62 vorher ist nochmal ein ordentlicher Rückschritt. Adjusted Net Investment Income wird wieder hinzugerechnet und abgezogen. Bleibt leider bei 57, war vorher 60. Net Asset Value haben wir gesehen, leicht gestiegen, trotz der hohen Dividende. Neue Investment, was ist jetzt rausgegangen? 1,1 Milliarden. New Fundings. Okay. Die Net-Aktivität waren bei mir, war es ja insgesamt negativ. Hier steht jetzt, Net-Activity war 109 Millionen. Also es ist auch einiges verkauft worden an diese Joint Venture, was man hat mit Credit Opportunity Partners. Distribution ist ja hoch. Jetzt kommt die neue Dividende am 5.11. Dividendenkürzung besteht aus einer Basisdividende von 45. Man kürzt also von 64 auf 45. Das ist ein Drittel weggekürzt. Ich hatte mit 50 auf 50 Cent gehofft. Und dann aber gar keine Sonderdividende mehr. Die sind einen anderen Weg gegangen. Die haben die Basisdividende nochmal 5 Cent tiefer gesetzt auf 45 und werden dann eine quartalsmäßige Basisdividende bezahlen, die von Quartal zu Quartal variiert. Also ähnlich wie wie wir das bei Fidus gerade im letzten Video gesehen haben. Im ersten Quartal wird das jetzt schon festgelegt, geht man davon aus, dass man 10 Cent Additional Dividende bezahlt. 45 plus 10 sind 55. Das sind ungefähr 10% vom NAV. Ja, also hier hat man eine Rendite von 10% gemessen am NAV. Da man den Wert aber an der Börse so günstig kauft, haben wir hier eine Dividende, die dann in der Größenordnung sein wird zum aktuellen Kurs von in etwa 13% Dividendenrendite. Das ist dann nicht mehr so ein Dividendenkracher. Da muss man wissen, wenn man hier Werte kauft. Ja, Dividenden-Yield aufs NAV war 12,7 aktuell und auf den Stockpreis, auf den Aktienpreis 18,6, das hatte ich ja auch gesehen. Man ist defensiv positioniert, ja, das erzählt ihr uns schon seit Jahren mit 224 Companies. Die Top 10 haben immerhin noch 20%. Es gibt da ein paar große, dicke Fische drin. 64% des Leverage sind unbesichert. 36% besichert. Effektive Zinsrate, die man bezahlt, 5,3%. Das ist okay, ist gut. Man hat im Q3 400 Millionen unbesicherte Notes begeben. Aha, guck, da musste man schon 6% dafür bezahlen. Die laufen bis 2031. Das ist schon wieder teuer. 90%, glaube ich, ist aber auch nur eine schöne Grafik, denn die gucken wir uns dann nochmal an. Zahlen haben wir jetzt genug gesehen. Portfolio-Highlights, wie viel erstrangig haben wir? Da haben wir denselben Effekt wie bei Ares, dass wir gar nicht so viel erstrangige Darlehen haben. Das ist sogar geschrumpft auf 58%. Zweitrangig, es spielt auch nicht so eine große Rolle. Man hat so Asset-Based Finanzierung. Also ich sage jetzt mal als Beispiel ein Hochregallager und dann wird das Lager sozusagen als Sicherheit begeben, dann ist nur dieses Asset finanziert worden, während bei den anderen erstrangigen Krediten dient ja das ganze Vermögen, was im Unternehmen drin steckt, dann als Sicherheit.
Und bei Asset-Based Finanzierung, die sind auch häufiger mit Festraten verbunden. Wir haben das auch bei Trinity Capital. Dann hat man auch dieses Joint Venture hier, Credit Opportunities Partners. Da hat man auch 13% sozusagen seines Asset-Bestandes, den man hält, sind dann Assets, die hier drin liegen. Die sind natürlich dann wieder größer, man hat ja nur einen Teil davon. Man hat auch Equity-Beteiligung, hier Preferred Equities, die man kauft. Also Preferred Equities sind ja auch eher nicht wirkliche Equity-Beteiligung, sondern mehr in den USA schon eher Anleihen ähnlich, sage ich jetzt mal. Subordinated Debt, also weder erst noch zweitrangig spielt, glaube ich, sind 5%, also so in der Größenordnung 6-7%, was wir hier an zweitrangigen Krediten drin haben und schlechter. Ja, wo haben wir denn Fixed und Floating? Genau, wir haben hier 12% Fixed Rate und das kommt mit Sicherheit aus den Asset-Based Finanzierungen. Da wird man auch sehr starken Anteil an festverzinslichen Finanzierungen drin haben, was im Moment gar nicht so schlecht ist. Floating Rate also noch unter 90%. Das war mal anders. Vor 2 Jahren war das negativ, weil man gesagt hat, dann wächst ja gar nicht der Zins so stark. Jetzt ist wieder ein bisschen positiv, weil man sagt, ja, dann fällt der Zins nicht ganz so stark. Ja, das kann man immer aus zwei Richtungen sozusagen sehen. Wollte ich jetzt gar nicht so nachgucken. Was ist so hinzugekommen? Die erstrangigen Darlehen haben gar nicht so sehr zugenommen jetzt in Q3, sondern da ist halt ein ordentlicher Bestandteil von Darlehen jetzt auch in dieses Joint Venture verkauft worden und man hat ja da auch einen 50% Anteil dann sozusagen da dran. Und Asset-Based Finanzierung auch mit 15% relativ stark jetzt in Q3 gewesen. So, das ist diese Brücke vom Net Asset Value, 57 Einkommen, 64 Dividende gezahlt, das ist schon mal negativ. Und dann kommt ja noch eine 6 Cent Sonderdividende hinterher. Die ist aber zusammen als 70 Cent ausbezahlt worden. Ja, und dann die Korrekturen mit 19 Cent waren zum Glück positiv. Das hat dann dafür gesorgt, dass man von den 21,93 auf die 21,99 kommt. Und selten genug muss man ja sagen, dass man hier pro Share positive realisierte und unrealisierte Gewinne hat sozusagen. Kapitalstruktur, was die Ausleihung angeht, da spielt sich in 2025 nichts mehr ab. 2026 2 Milliarden, das ist nicht so viel. Also die Majorität ist 3 Jahre oder später und der Revolver liegt hier hinten. Wie geladen und gespannt ist er denn? Von den 4,7 Milliarden sind noch 1,2 Milliarden Dollar ausstehend. Also sind 3,4 Milliarden kann man noch ziehen, wenn man Geld braucht. Man kann ja mit diesem hohen Abstand zwischen NAV und Börsenkurs keine neuen Aktien begeben. Das wäre ja schädlich für die Altaktionäre und würde zu Volksaufständen führen. Insofern ist man darauf angewiesen, dass man entweder Notes weiterhin an die Börse haut. Man sieht ja, okay, hier hat man noch 7,8. Die neuen, die begeben wurden, jetzt die 6,125 sind da schon ein bisschen niedriger, aber die sind natürlich trotzdem höher als der Durchschnittsbestand, den wir hier haben. So, die Revolverfinanzierung liegt bei SOFR plus 1,7. Und dann haben wir hier noch Finanzierung im 2 CLOs, die liegen auch bei 1,7 ungefähr, ist nicht so unterschiedlich. 3 oder SOFR plus 1,8. Das unterscheidet sich alles nicht so sehr, ist im Moment ein bisschen günstiger als die aktuellen Notes, die man hier draußen hat. Da muss man halt auch mal schauen, diese Notes haben ja meist auch eine Frist, wo man sie draußen halten muss und dann kann man sie auch irgendwann vielleicht 2027 schon wieder zurückkaufen, ohne dass man Sonderschadensersatz bezahlen muss und dann könnte man diese 7,8er mal vom Markt nehmen, das ist schon ganz schön teuer. Und damit wieder versuchen, hier günstiger zu arbeiten. Das ist das Joint Venture, das haben sie mit der South Carolina Pensionärssystem Group Trust SCRS gegründet. Die FSKKR verwaltet das Portfolio, weil sie das so gut können. Und die Pensionäre hoffen, dass da viel Geld mit verdient wird. Ja, gut, dass ich da nicht mal eine Pension drin liegen habe. So, dann haben wir hier die Originations und so weiter. Die Results haben wir uns auch schon angeguckt. Ich würde sagen, wir sind durch. Also wir haben hier heute gelernt, Dividende ist endlich bekannt gegeben worden, geht zurück von 19% auf den aktuellen Kurs
in Richtung 13%. Das ist auch so eine Dividende, wie man sie vor 2 Jahren bei FSKKR hier gesehen hat. Da gab es auch mal so 13% Dividenden, war immer dividendenstärker als Ares und das macht so ein bisschen den Charme des Wertes aus. Jetzt hat man einen ordentlichen Schritt nach unten, ist man gegangen. Man kann ja auch mal kurz überlegen, nehmen wir an, die Sonderdividenden fallen weg, dann gäbe es nur eine Basisdividende von 45 Cent, mal 4 sind 1,80 $ im Jahr. Der Wert liegt bei $14, dann wäre man noch über 12% Dividendenrendite. Ist das richtig, was ich jetzt sage? Wo sind wir beim Wert? Nee, bei $15. Dann wäre man aber auch noch auf einer 12% Dividendenrendite. Wenn ich hier als Yield nur, wenn ich hier als Dividende nur 1,80 $ hinschreiben würde, dann hätte ich hier eine 12% stehen. Das wäre immer noch okay. Und dann gibt es noch die Sonderdividenden da drauf, die ja für Q1 mit 10 Cent dann gar nicht so unbedeutend sind. Ja, was hätte man noch für einen Move machen können? Ich würde sagen, Monatsdividenden einführen. 45 durch 3 sind 15 Cent plus Sonderdividenden. Das könnte durchaus die Aktionäre erfreuen. Aber diese ganz großen BDCs machen das nicht. Das ist doch mehr eine Spezialität der kleineren, würde ich sagen, so monatliche Dividendenauszahlung. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit und 11:10 Uhr, ich muss mich jetzt mal um mein Mittagessen in irgendeiner Form kümmern und mir da mal Gedanken drum machen, was es heute gibt. Und ansonsten verbleibe ich glaube, mit den aktuellen BDCs bin ich durch. Es fehlen jetzt noch ein paar. PennantPark, Stellus Capital fehlt noch. Können ja hier mal so durchfahren, wer hier noch fehlt. Und CCAP Crescent fehlt auch noch. 3 Stück, die mir hier vielleicht noch fehlen. Die haben wir schon gesehen. Und ja, Stellus, Pennant und Crescent irgendwo. Wo ist Crescent geblieben? Gibt's nicht mehr, ist verkauft worden. Ah, hier hinten wahrscheinlich hinter versteckt. Ja, da steht zwar, ja, da steht es. Also 3 Stück fehlen mir nur noch. Und dann können wir die Übersicht nochmal über alle machen. Die fülle ich immer schon brav hier aus. Und das wird dann nochmal interessant, die Vergleichszahlen dann sozusagen vertikal hier über alle BDCs dann zu sehen. Wer ist da wie abgewichen? Wie hat sich das Quartal insgesamt für den BDC-Markt, soweit meine 12, 13 Werte hier den Markt überhaupt widerspiegeln, entwickelt? Und das werden wir uns dann nochmal angucken. Dann kann ich mal jetzt ein bisschen, was mich jetzt interessiert, Hafnia und andere Werte. Jetzt fällt mir der Name gar nicht ein. Ich habe noch so ein paar andere Werte, die ich mir, ja, Medical Properties würde ich mir natürlich auch nochmal anschauen, dass wir da mal wieder reingehen und gucken, was sich da so getan hat. Gut, das war's dann auch. Für mich noch wünsche ich mir und euch einen schönen Sonntag, aber ihr seht das wahrscheinlich an einem anderen Wochentag.